Hallo Freunde aus einem Land, was sehr lange ziemlich nah schien und nun wegen der Corona-Krise wieder in relativ weite Ferne gerückt ist. Ich spreche von Thailand 2021 und Phuket im Jahr 2021. Ich kenne die Insel seit meiner Kindheit, denn ein Großteil meiner Verwandtschaft lebt hier seit fast 4 Jahrzehnten mittlerweile. Und ich würde sagen, jetzt ist wirklich wieder Zeit für einen neuen Strandreport, denn unglaublich viel hat sich hier geändert. Der Tourismus ist fast komplett zum Erliegen gekommen, aber die Natur hat davon profitiert und genauso haben es die Strände. Wir werden uns über 20 Strände der Insel ansehen, aber dazwischen geht es auch ins Hinterland. Wir schauen auch mal in die Stadt rein, in die Hauptstadt Phuket Town, und es gibt auch die ein oder andere Tasse Eiskaffee. Also kommt mit auf diese wirklich sehr spannende Reise. Wie in meinem Report vor 2 Jahren, als noch niemand das Wort Covid oder Coronavirus kannte, fange ich auch heute an, hier am Lam Promthep, am Promthep Cape, an der Südspitze der Insel Phuket. Und wenn ihr meinen Bericht gesehen habt vor 2 Jahren, dann wisst ihr, ein Großteil meiner Familie lebt hier seit über 35 Jahren. Ich kenne also die Insel seit meiner Kindheit. Ich spreche auch Thai und ja, es ist eine Art zweite Heimat für mich hier. Also, wir werden uns alle Strände der Insel anschauen und diesmal nicht nur auch die großen Strände, sondern auch ein paar Privatstrände dazu noch. Wir werden ein paar Ausflüge machen ins Hinterland und ich kann nur sagen, es wird sehr, sehr interessant. Sehr, sehr viel hat sich hier geändert. Der Tourismus ist um 99% eingebrochen und die Hotels, die geöffnet haben, haben eine Buchungsrate von ungefähr 9%. Also ich kann nur sagen, wenn man herreisen kann im Moment, sollte man es tun. Das ist die beste Zeit, die Insel zu erleben. Es ist wirklich sehr, sehr spannend und wunderschön. Also ich würde es mal sagen, jetzt geht's los. Wir fangen an mit dem ersten Strand. Auf dem Weg zu unserem ersten Strand umfahren wir die große Chalong-Bucht, Ausgangspunkt der meisten Ausflugsschiffe und Fähren zu den benachbarten Inseln. Hier steppt normalerweise der Bär. Aktuell ist es aber unfassbar ruhig, denn der Schiffsverkehr ist nahezu komplett eingestellt, was sich aber spätestens zur Wintersaison deutlich ändern dürfte, sollte es nicht eine erneute Krise geben. Aber nun sind wir angekommen in der Ao Yon. Dieser kleine Strand ist eigentlich sehr, sehr charmant, aber heute doch voller Menschen, dass ich fast die Maske nicht abnehmen möchte. Und es war doch etwas anders vor 2 Jahren, da waren hier irgendwie keine Menschen. Da wurde aber auch kein Hotel gebaut und jetzt wird dieses Hotel gebaut. Ich dachte damals, es wäre ein Mövenpick, aber es ist ein neues Hotel namens Panvaburi. So, das wird noch ein bisschen dauern, bis es fertig ist, aber nicht so lange. Ich schätze, zum Winter wird es schon eröffnet werden. Dann wird man sehen, ob die kleine Bucht die vielen neuen Leute aushalten wird. Ja, es ist nett zum Schauen und auch zum Schauen und dann wieder weiterfahren. Nur wenige Autominuten vom Ao Yon Strand mit den vielen Hotelneubauten gibt es hier diesen schönen Aussichtspunkt namens Khao Khat. Und von hier sieht man sehr schön auf die Chalong-Bucht mit den vielen Booten und auch dem Bootspier, der die Schifftransfers anbietet zu den vorgelagerten berühmten Touristeninseln, der ist da. Und dann sehen wir da dann drüber noch den großen Buddha-Thronen auf dem Berg und dahinter geht es dann runter zu den Stränden von Kata und Karon. Ja, und dann sieht man auch noch hier auf die vorgelagerten kleinen Inseln und da kann man nur hoffen, dass jetzt das Fernbleiben des Tourismus für gewisse Zeit dafür sorgt, dass die Korallen sich so ein bisschen erholen. Denn Strände wie auf Inseln wie etwa Coral Island haben nicht mehr viel mit Coral zu tun oder Korallen, denn also außer dass einfach die Korallen da totgetrampelt wurden von Touristen über den letzten Jahrzehnten. Also das wird sich hoffentlich bald erholen und bis dahin genießen wir hier diesen schönen Ausblick über die Bucht von Chalong. Auf der anderen Seite der Chalong-Bucht liegt der große Rawai Beach. Zu normalen Zeiten geht es hier mit zahlreichen Cafés und Strandrestaurants ziemlich geschäftig zu. Zum Baden allerdings fährt hier kaum jemand her. Rawai Beach ist jetzt so ein bisschen Ausnahmestrand und sieht genauso aus wie eigentlich auch vor der Krise, denn hier wird nicht viel gebadet. Hier liegen vor allem kleine Boote vor Anker von Fischerleuten oder auch, dass man ein bisschen auf eine andere Insel fahren kann. Und deswegen ist hier nicht so wahnsinnig viel zu sehen. Zum Baden ist es nicht geeignet, weil der Sand hier eher
ja, fast schlammig ist, auf jeden Fall wahnsinnig weich und man sinkt richtig im Sand ein. Aber was auch interessant ist im Vergleich zu meinem Strandreport von 2019, ist, dass man da den Strand fast genau bei Ebbe gesehen hat und jetzt ist er fast am Höchststand der Flut. Bei Ebbe war ziemlich viel Strand da und jetzt ist fast gar kein Strand da. Ja. Ansonsten, was gibt es noch zu sagen? Hier gibt es ein paar ganz nette Lokale. Ein bisschen weiter da vorne, da kann man dann direkt am Wasser sitzen, nicht im Sand, sondern oben an der Straße, aber mit Blick aufs Wasser. Und das ist eigentlich ganz nett. Am Abend gerade, da sind ein paar Lichter an und so. Ja, es ist natürlich nicht viel los ist gerade, das ist klar. Am Strand selber sieht man das nicht, auf der Straße dann schon eher. Am Lamprom Tape vorbei geht es weiter zu unserem ersten wirklich großen Badestrand. Kurz davor liegt noch Janui Beach. Er ist wirklich ziemlich bekannt als Strand für Hochzeitsfotos, hat mich aber nie sehr beeindruckt. Der schönste, wirklich große Strand im Süden ist gleich daneben, Nai Harn Beach. Nur wenige Autominuten vom Lamprom Tape oder Prom Tape Cape befindet sich der Nai Harn Beach. Ein sehr schöner Strand von einer guten Länge, also relativ lang, aber nicht zu lang. Und man sieht, jetzt sind gerade ziemlich viele Touristen da und es sind tatsächlich Touristen, keine Einheimischen und es ist ein geradezu ungewöhnliches Bild jetzt in Corona-Zeiten, wo sonst sehr viele Strände leer sind. Allerdings ist jetzt auch gerade Freitagnachmittag, so vielleicht sind es auch Wochenendtouristen. Allerdings ist es ja momentan schwierig, zwischen den Provinzen zu reisen. Also es sind ja nicht alle, die aus Bangkok kommen, denn die müssen alle einen Test vorweisen. Ja, wie auch immer, egal wie das Rätsels Lösung ist, es ist ein sehr schöner Strand, einigermaßen belebt, aber nicht voll. Und ja, dann sieht man auf der einen Seite hier noch das Nai Harn Hotel da drüben. Ein sehr schönes Hotel, was wahrscheinlich jetzt auch ein paar Gäste hat. Und dann im Hinterland sieht man hier schon ein bisschen abgegrenzt, da wird was gebaut. Und zwar richtig groß wird hier gebaut werden. Und bis dahin kann man aber hier noch ein bisschen die Ruhe genießen, denke ich. Direkt unterhalb vom Nai Harn Hotel vorbei führt eine kleine Straße, die man leicht übersieht. Auf ihr kommt man zu einem anderen kleinen und hübschen Strand, Ausan Beach. Nur wenige Minuten von Nai Harn findet man diesen kleinen hübschen Strand namens Ausan. Er ist fürs Schwimmen nur bedingt geeignet, denn nur auf der einen Seite hier kann man ganz gut ins Wasser gehen und auf dem Rest des Strandes ist es eigentlich relativ schwierig, denn das ist alles Steine und Felsen. Aber man kann hier ganz gut schnorcheln und dann gibt es hier im Hintergrund noch ein relativ großes Restaurant. Die haben sogar jetzt geöffnet in der schwierigen Zeit jetzt. Und da kann man doch den einen oder anderen Drink haben oder ein nettes Abendessen. Vorbei an einem der touristischen Elefantencamps, die es leider immer noch gibt und die seit über einem Jahr um ihren Erhalt kämpfen, geht es als nächstes zu einem Strand, der seit dem Boom von Instagram immer weniger als Geheimtipp gilt, für mich aber heute tatsächlich eine Premiere ist. Nui Beach. Das Einzige, was ihn wohl noch etwas vom Massentourismus verschont, ist außer der aktuellen Krise die unglaublich sagenhaft schlechte Straße dahin. Denn diese zwei Hunde leben an einem Traumstrand. Ich bin auch der einzige Mensch hier an diesem Strand heute, an diesem wunderschönen Strand Nui Beach, bis auf die Besitzer, die sind auch hier natürlich. Aber jedenfalls, dieser Strand ist wirklich sehr, sehr schön und lohnt die Anfahrt. Es ist ein Privatstrand. Man kann theoretisch auch mit dem eigenen Fahrzeug herfahren, aber es ist wirklich nicht zu raten. Ich rate wirklich, einen Shuttle zu nehmen, der kostet 100 Baht und ich finde es überhaupt nicht überteuert, wenn man denkt, dass in normalen Zeiten Tuk-Tuk-Fahrer für ein paar Meter in Patong 200-300 Baht nehmen. Hier ist eine wirklich sehr, sehr gefährliche, sehr, sehr schwierige, fast zerstörte Straße zu überwinden. Und jedes normale Auto würde hier wahrscheinlich aufgeben. Und danach kann man es dann abgeben, ja. Ihr seht, hier sind so ein paar Hütten mit Restaurants und dann Liegestühle. Und ich kann mir vorstellen, in normalen Zeiten kann es hier auch mal voll werden. Aber es wird sicher eine Weile dauern, bis hier normale Zeiten wieder eintreten. Und wenn es voll wird, ist es ja so wie überall. Aber jetzt ist die Zeit ja ganz besonders und ich kann nur jedem raten, kommt noch dieses Jahr hierher. Auch in der Hochsaison, wenn wieder alle reisen dürfen, glaube ich, dass es nicht so sein wird wie genau vor der Krise. Das wird schon noch ein bisschen dauern und solange hat man diese Strände
zwar dann nicht mehr ganz für sich alleine, aber doch ziemlich mit schönen Bildern. Und für Bilder wurde eine ganze Reihe Spots eingerichtet, falls man nicht selber suchen will. Ja, und dann geht man hier diesen Weg runter und dann kommt man an einigen Instagram-Spots vorbei, wie hier Nui Beach als Schaukel und dieses hübsche kleine Tuk-Tuk, was sicher mal irgendwann in Bangkok gelebt hat. Dann gibt es hier diesen Schriftzug Phuket Swing und dahinter gibt es tatsächlich 2 Freischaukeln mit Blick auf einen noch schönere, noch süßere, noch kleinere Strand. Und jetzt kommt auch noch die Sonne raus, also es ist der Wahnsinn. Ich bin echt ziemlich happy gerade und auch ziemlich beeindruckt von diesem Strandabschnitt hier. Ich komme hier seit über 30 Jahren her, seit der Kindheit, um meine Verwandtschaft zu besuchen, jedes Jahr eigentlich. Und zum ersten Mal komme ich jetzt endlich auch hierher und ich bin echt geflasht. Habe das Ticket schon gebucht. Das Wasser sieht auch bei Sturm noch schön blau aus. Nicht wie den feinsandigen Stränden, wo es dann eher braun aussieht. Und dann liegt hier auch kein Plastik im Wasser herum. Was daran liegt, dass der Strand hier gegen Süden runter ist und da ist einfach die Strömung nicht so, dass es von einem offenen Ozean kommt. Das heißt, man kann auch ohne Plastik im Wasser herumschwimmen. Und ja, ansonsten ist auch der Strand wirklich sehr schön gepflegt und aufgeräumt. Absolut zu empfehlen. Und mit diesen Eindrücken geht es nun richtig los mit den vielen bekannten Stränden der Westküste mit einem Ausblick auf Kata und Charon. Kata Viewpoint oder Charon Viewpoint heißt er ja heute, ist ein ganz besonderer Ort, denn von hier sieht man gleich 3 Buchten. Die 2 Kata-Buchten, das ist Kata Noi und Kata Yai und dann ganz im Hintergrund noch die Charon-Bucht. Wunderschön, wenn man heute ranzoomt, natürlich ohne Menschen. Und auch hier, dieser Punkt ist sonst sehr gut besucht mit kleinen Minivans oder kleinen Ausflugsbussen und natürlich auch so vielen Mietautos und Taxis und so weiter. Heute ist niemand da, bis auf meinen Onkel und mich selbst. Und ja, deswegen kann ich auch ganz normal hier sprechen, ohne dass man Geschrei anderer Touristen im Hintergrund hat. Absolut schön. Bei so viel Strandstress und guten Aussichten muss man auch mal das Hirn kühlen. Und ein super Ort dafür ist das noch ganz neue Hill Café, ein paar hundert Meter unterhalb des Aussichtspunktes. Der Iced Cappuccino kommt hier aus original italienischen Maschinen und schmeckt ganz ausgezeichnet. Und im Garten oder auch drin, schön kühl mit Klimaanlage, schmecken die Kuchen, Torten, Croissants und Macarons nochmal extra gut. Und frisch gestärkt geht's weiter. Kata teilt sich auf in 2 Buchten, Kata Yai und die kleinere Schwester Kata Noi. Überall auf der Insel spürt man, wie die Natur durch die touristische Zwangspause aufatmen konnte. Man sieht mehr Vögel, mehr Fische und natürlich liegt auch weniger Müll herum. Und bei ruhigem Wetter ist das Wasser wunderbar klar. Mit kristallklarem, wunderschönem Wasser sind wir hier am Kata Yai Beach. Die größere der 2 Kata-Buchten und sehr, sehr schön. Einer der schönsten Strände auf Phuket, halbrund, nicht ganz so groß wie vielleicht Patong oder Charon, aber immer noch über 1 Kilometer groß oder lang. Und hier sind zwar ein paar Leute da, aber ich würde mal sagen, auf den Strand verteilt sind es etwa 20 Personen, nicht mehr. Ansonsten ist hier im Hinterland von Kata Yai Beach der Club Méditerranée, eine sehr schöne Anlage und auch einige gehobene Hotels, aber auch alle Preiskategorien sind hier da. Auf jeden Fall auch hier ein herrlicher Strand, den man fast für sich alleine haben kann und ebenso, wie es mal früher war, vor 30 Jahren, einsam und schön. Aus Interesse war ich hier dann nochmal am Wochenende und plötzlich gab es tatsächlich ein ganz anderes Bild als an den anderen großen Stränden, wie etwa Patong, wo es in den letzten Monaten eigentlich immer leer war.
Der Grund ist wahrscheinlich, dass einige Hotels in Katar ihre Zimmer zum Wochenende äußerst günstig anbieten, um zumindest ein bisschen den Betrieb aufrechtzuerhalten. Seht selbst. Also jetzt bin ich wirklich geflasht. Das ist hier wie ein Zeitsprung, als wäre man gerade vor der Krise oder weiter nach. Hier sind plötzlich fast genauso viele Leute wie sonst auch. Da gibt es eine Surfschule, die ist mit Kunden und Leute liegen am Strand und so weiter. Also es ist wirklich sehr beeindruckend. Und so belebt sah es am ganzen Qatar Yai Beach am Wochenende aus. Fast wie zu normalen Zeiten. Aber jetzt geht's noch auf einen Abstecher zum hübschen, kleineren Qatar Noi Beach. Und hier sind wir jetzt an der kleineren der zwei Qatar-Buchten, die Qatar Noi Beach. Die wird im Grunde beherrscht von einem Resort, nämlich dem Qatar Thani Resort. Und da drüben noch The Shore, das sind Poolvillen oder eigentlich Villen, ich weiß nicht, ob es Poolvillen sind, die auch zum Resort hier gehören. Und dann gibt es noch ein paar private, sehr exklusive Häuser. Ich muss aber sagen, so schön es ist, dass jetzt hier ein paar Menschen sind, das ist echt toll für den Tourismus, zumindest für diese Resorts hier. So schön es ist, der wirkliche Luxus im Moment liegt ja in einem riesigen, leeren Strand, wie aktuell gerade Patong oder Kharon, ohne Menschen auf einer so berühmten Insel wie Phuket. Wobei es auch sehr beeindruckend ist, wenn ansonsten beliebte Hotels plötzlich wie privat zur Verfügung stehen, mit aller gewohnter Herzlichkeit und fantastischem Essen. Ansonsten haben fast alle Geschäfte zu. Tagsüber wie auch nachts ist es daher selbst auf sonst äußerst beliebten Touristenstraßen wie hier zwischen Qatar und Kharon wie ausgestorben und sehr ruhig. Ist das nicht sagenhaft schön? Das ist Kharon Beach im Mai 2021. Im Hinterland gibt es tausende Hotelbetten, aber die meisten sind aktuell leer und der Strand sieht unberührt aus, wie aus der Zeit, als es hier gar keinen Tourismus gab. Hier bin ich im südlichen Ende von Kharon Beach. Eine der größten Buchten oder einer der größten Strände von Phuket und wunderschön. Und man sieht, da drüben ist eine Familie von 4 im Wasser. Dann ist hier meine Cousine und ich. Und da sind noch 2 Spaziergänger. Ich bin vorher über den Strand mit der Drohne geflogen und es waren insgesamt 3 weitere Leute hier am Strand auf 3 Kilometern Länge. An diesem wunderschönen Strand, an dem wirklich sehr viele Hotels im Hintergrund sind und Restaurants en masse, die aber wirklich fast alle geschlossen sind. Hinter mir sieht man Beyond Kharon, ein sehr schönes Hotel, das eigentlich auch offen ist, wie ich gesehen habe. Auch hier sehe ich aber keine Gäste, weder gestern noch heute. Genauso in meinem wunderschönen Marina Resort, in dem ich für eine Nacht jetzt war, obwohl meine Familie hier wohnt und ich natürlich bei denen wohne sonst. Es war sehr schön, trotzdem mal da reinzugehen und auch hier waren wir die einzigen Gäste. Und wenn ich immer so schwärme von Phuket, wie es vor 30 Jahren war, ja, wir sind in der Zeitreise. Es ist jetzt genau so wie vor 30 Jahren. Es wird nie mehr so sein, glaube ich. Und es ist einfach wunderschön. Von diesen südlichen Stränden Phukets aus geht es jetzt erst richtig los. Als nächstes besuchen wir den berühmtesten Strand Phukets, Patong Beach, mit ein paar kleinen Traumstränden gleich daneben. Und wir gehen auch in den Dschungel und schauen uns an, wo der echte Kautschuk herkommt. Wenn euch meine Flug- und Reisereports gefallen, dann zeigt es mir mit dem Daumen nach oben und wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, dann macht es jetzt direkt mit dem Glöckchen daneben. Es kostet euch nur einen Klick, mich freut es riesig und ihr macht den großen Unterschied für die Zukunft des Kanals. Der endlos lange Strand von Patong gehört zu den beliebtesten und auch berühmtesten Reisezielen und Stränden von ganz Asien. Und in der Hochsaison stapeln sich hier normalerweise Touristen mit Liegen und Schirmen am Strand. In den Straßen wird gekauft, gegessen, getrunken, auch gefeiert. Auch hier am Strand wird es dann mal laut. Und jetzt aber ist das Lauteste, was man eigentlich hört, hier die Wellen am Meer. Ansonsten, wenn man hier am Morgen spazieren geht, hat man den Strand ganz für sich und auch jetzt hat man im Grunde ihn ganz für sich. Der Unterschied ist, in der Früh kommen einem vielleicht 5 Leute entgegen und jetzt am Nachmittag vielleicht so 15 auf 3 Kilometern Länge.
Ja, ich erinnere mich noch gut, als Kind, als ich hier die Verwandtschaft besucht habe, gab es auch mal solche Bilder. Das ist über 30 Jahre her. Da gab es aber auch noch fast keine Hotels. Und inzwischen gibt es eben hier im Ort Tausende von Hotelzimmern, die aber fast alle leer stehen. Der Tourismus ist um 99% eingebrochen und die Hotels, die geöffnet haben, das sind eben nicht sehr viele, die haben eine Buchungsrate von unter 9% im Moment. Ich kann nur sagen, das wird man nie mehr sehen, glaube ich. So hat man es in den letzten 30 Jahren nicht gesehen. Der Tourismus wird sicher wieder zurückkommen und dann ist auch das hier endgültig Vergangenheit. Nicht nur die Hotels sind leer, sondern auch fast alle Geschäfte sind aktuell geschlossen und das sind die kleinen Verkaufsstände genauso wie die riesigen Malls, wie etwa das Junk Salon und das noch ganz neue und sehr schicke Central. Eine Fahrt durch Patong war an vielen Ecken zuletzt geradezu surreal, wie durch eine verlassene Stadt. Das wird sich aber mit Ende der Krise im Land sehr schnell ändern. Bis dahin kann man sich als einer der wenigen Touristen an niedrigen Hotelpreisen freuen. Obwohl ich ja auf Phuket immer bei der Verwandtschaft wohne, haben auch wir diesmal mehrere Hotels besucht, denn zum einen freut man sich dort wirklich sehr über Gäste und gleichzeitig haben viele der geöffneten Hotels aktuell wirklich fantastische Angebote, sodass man einfach buchen muss und wenn das Hotel der direkte Nachbar ist. Da ja so vieles zu ist und man extra Zeit hat, kann man auch mal Umwege über Nebenstraßen machen, um sich dort überraschen zu lassen. Also jetzt habe ich wieder was gefunden. Ich wusste ja nicht, was ich heute machen soll und dann bin ich einfach mal drauf losgefahren und habe dieses schöne Café hier gefunden. Auf der Straße, wo ich immer mal hin wollte und nie hin bin, obwohl ich hier seit 30 Jahren regelmäßig zu Besuch bin bei der Familie. Und schaut, es ist herrlich auf der Hügelstraße im Hinterland über Patong mit einem schönen Blick auf die Bucht. Die Preise sind unglaublich zivil, die Getränke schmecken gut. Ich habe jetzt schon den zweiten Eiscappuccino und den zweiten Lemon Soda genommen und hier gibt es sogar einen Pooltisch. Da spielen Leute Pool, das sind die Eigentümer, denn ich bin der einzige Gast. Und es muss ja auch wahnsinnig schön sein am Abend. Also das ist echt eine Empfehlung hier. Aber es geht ja vor allem um die Strände hier, also fahren wir weiter zum Paradise Beach in der Bucht von Patong. Er macht seinem Namen besonders in dieser Zeit ohne Menschenmassen alle Ehre. Es ist ein Privatstrand und die letzten sehr steilen Meter werden im Shuttle zurückgelegt. Besonders unter der Woche lohnt sich der Ausflug sehr. So, willkommen am Paradise Beach. 2 der 4 Gäste sind gerade hier ins Wasser gegangen. Die anderen 2 sind irgendwo anders, keine Ahnung. Ich habe also den Strand gerade ganz für mich allein und kann ganz frei von der Seele sprechen, was nicht schwerfällt bei diesem wunderschönen Strand, denn es geht schon ziemlich nah an das, was man so unter Traumstrand versteht. Der Strand hier ist ein Privatstrand, für den man 100 Baht Eintritt zahlt. Dafür bekommt man aber auch einen Softdrink. Und wenn man kein eigenes Handtuch mitbringt, dann kann man hier auch ein Handtuch mieten für 50 Baht, was ich jetzt wirklich nicht übertrieben finde. Dafür hat man hier einen sehr schön gepflegten Strand in wunderschöner Lage. Ich kenne ihn allerdings noch total leer und ohne Häuser, da war wirklich nur die Liegen. Und jetzt scheint es so zu sein, als würde hier richtig was aufgebaut worden sein. Gut, so ist es halt, besser so, als wenn es ganz hässlich wäre. Und ja, man kann nur wünschen, dass hier ein paar Touristen wieder kommen. Aber solange genieße ich hier mal das leere Wasser, das aber voll mit Fischen und anderen Tieren ist.
Der hintere Teil des Paradise Beach kommt den Namen in seiner Bedeutung doch ziemlich nahe. Es ist doch ein ziemlich paradiesischer Strand und heute ist das Paradies ganz mein und ich überlege schon jetzt den ganzen Tag, ist es eigentlich hier, bin ich eigentlich lost in Paradise oder ist das hier Paradise Lost? Zeitweise wahrscheinlich Paradise Lost, aber wir werden zurückkommen, ganz sicher. Aber es ist einfach so wunderschön, schaut, ein absoluter Traum. Und wenn man dann hochgeht von einem kleinen Abschnitt, dann sieht man plötzlich das hier, Wegweiser zu allem Zeug. Und ehrlich gesagt war ich hier das letzte Mal vor über 10 Jahren und da war nichts. Da waren hier nur Klippen und ich bin auf den Felsen zum Angeln gegangen und es war nicht nichts, sondern es war ziemlich toll. Aber gut, es scheint hier ziemlich viel Zeug zu sein, also schauen wir mal nach. Und was natürlich nie fehlen darf, ist ein weiterer Instagram-Spot. Also hier eine Schaukel, Paradise Beach, Lonely. Aber natürlich gibt es auch im Paradies Regentage und die sind auf Phuket perfekt für einen Ausflug in die Stadt nach Phuket Town, wo aktuell eben keine Touristenmassen strömen, sondern sich alte und moderne Geschäfte über jeden Kunden freuen. Und Phuket Town ist auch immer gut für die ein oder andere Kaloriensünde, wobei man den Hund besser daheim lassen sollte. Das alles dann aber in einem eigenen Bericht. Ich sitze jetzt im Mamari Hotel Phuket am Südende von Patong Beach und ich erinnere mich noch sehr gut, es ist ungefähr 3 Jahrzehnte her, da war ich als sehr junger Teenager schon mal hier, nicht als Hotelgast, sondern eigentlich nur, weil ich mich mal hier hinsetzen wollte, die Terrasse mal sehen wollte und diesen Blick genießen wollte. Ich bin also hier allein hergegangen, habe dann eine kalte Kokosnuss bestellt zum Trinken, habe mich hergesetzt, den Blick genossen und habe mich einfach fantastisch gefühlt. Und ich erinnere mich noch an jedes Detail bis heute. Es war also auf jeden Fall eine sehr gute Entscheidung damals. Und im Grunde, der große Schatz, den wir ja mitnehmen später oder allgemein, sind ja Erinnerungen und hoffentlich meistens gute. Vor 2 Jahren bei meinem letzten Beach Report hier habe ich schon mal über Patong gesprochen. Da bin ich auf einem kleinen Restaurant gesessen mit Blick auf die Bucht. Diese ganzen kleinen Restaurants sind alle weg, die haben die Krise schon nicht überlebt. Eins ist noch da, aber auch ohne Kundschaft. Und auch dieses wunderschöne große Hotel in dieser perfekten Lage ist zwar offen, aber ich habe noch keinen Hotelgast hier gesehen. Aber auf jeden Fall will ich euch hier diesen wunderschönen Blick bieten, es ist ja wirklich traumhaft, auf diese große Bucht, ohne Motorboote, ohne Jetskis, ohne diese Gleitschirme, die von lauten Motorbooten gezogen werden. Man hört nur die Wellen und keine Massen sind hier, man sieht nur die Natur und das ist wirklich was ganz Besonderes. Wenn man aber dann mal hier ist, hat man ein Thailand, wie man es lange nicht mehr erlebt hat, mit dem wunderbaren Essen wie immer, mit den wunderbaren Menschen wie immer, aber eben auch Menschen, die unglaublich dankbar sind, wenn sie jetzt noch ein bisschen was verdienen können, zumindest vom Tourismus, denn er ist fast komplett zusammengebrochen. Ja, also jedenfalls so viel meine Meinung dazu und jetzt geht's weiter. Merlin Beach ist der Privatstrand vom Marriott Hotel Merlin Beach in Patong oder etwas außerhalb von Patong auf der Straße zum Paradise Beach. Und auf der Straße gegenüber ist dann der Drai Drang Beach, der aber weniger einfach zu begehen ist. Dieser ist halt privat, das heißt, man muss Hotelgast sein oder ich mache es einfach so, ich habe hier einen schönen Kaffee und dann schaue ich mir den Strand auch an. Ansonsten hat man diesen Privatstrand komplett privat für sich, denn es gibt gerade keine Hotelgäste, bis auf 2, 3 Leute. Da sind 2 im Wasser, in der Hotelanlage selber habe ich niemanden gesehen und dann war noch ein Boot hier unterwegs, aber das war dann nur noch Hotelangestellte, die wahrscheinlich üben für die Zeit, wenn es wieder Kunden hier gibt. Aber ein sehr schöner, richtig weißer Strand mit Korallenstücken dazwischen, was sowohl interessant ist, als auch muss man natürlich auch ein bisschen aufpassen, dass man sich da nicht verletzt. Aber da passen die hier sicher auch auf. Alles in allem ein sehr schöner Strand. So, und bevor es an den schönsten der umliegenden Strände von Patong geht, schauen wir noch wohin, wo sonst hier niemand hinschaut, in den Wald.
Mitten im Dschungel, oberhalb der Touri-Bauten, hat meine entfernte Verwandtschaft nämlich Kautschukbäume und ich wollte da schon immer mal hin. Thailand ist weltweit Hauptproduzent von Naturkautschuk oder Latex und alles, was Naturlatex ist, nimmt so seinen Anfang. Aus der frisch angeschnittenen Rinde fließt der Milchsaft in eine Schale. Also das ist jetzt ein bisschen peinlich, ich bin jetzt hier der Mega-Tourist plötzlich. Ich bin zum ersten Mal hier in dem Wald. Das ist eine entfernte Verwandtschaft, aber doch noch eine Verwandtschaft sozusagen. Und ich muss es einfach mal anfassen, das ist unglaublich. Das ist ein Stück Naturkautschuk, aus dem ja dann Latex gemacht wird und ganz, ganz viele andere Produkte unseres täglichen Lebens. Das ist unglaublich und es ist so schwer rauszukriegen und es tröpfelt so ganz langsam aus den Bäumen heraus. Was für ein unglaubliches Produkt und was für eine unglaubliche Arbeit. Wir sind hier richtig weit in den Wald, in den Berg hochgegangen bei starker Hitze und sehr feuchter Luft. Und ja, ich bin einfach so beeindruckt. Und dann wie gesagt, es stinkt unglaublich und dann gibt es aber hierzu noch ein Gras. Wenn man das dann in die Hand nimmt, dann duftet wieder die Hand wunderbar. Bei Jutinai, bei Nina, bei Harm. Hier, okay. Ja, und dann gibt es hier dieses tolle Gras. Das reibt man sich ein bisschen in die Hände und dann duftet es wieder. Dann duftet die Hand wieder, meine ich. Also wirklich unglaublich. Übrigens, wer wie ich noch nie gesehen hat, wo die Jackfruit herkommt, die größte Baumfrucht der Welt wächst hier ebenfalls. Und nun geht's zu einem Strand, der sich so anfühlt, wie er heißt. Freedom Beach. Ebenfalls nur 5 Minuten von Patong entfernt. Gut bepackt geht es runter zum Freedom Beach. Ganz in der Nähe von Patong, aber doch fast im Dschungel. Also ein ziemlich toller Spaziergang darunter. Man hört Meer, irgendwas wie Frösche, Zikaden und anderes Getier. Ihr könnt auch diesen Pfad hier runter und wieder hochlaufen. Und das hier ist mit Abstand der einfachste Abschnitt, der obere Teil. Aber dann könnt ihr eventuell so aussehen wie ich. Nur, dass ihr vorbereitet seid, um zum Freedom Beach zu kommen, müsst ihr entweder ein Boot haben oder wirklich gut sehr steile Treppen, und zwar sehr viele, einen sehr steilen Hügel hochgehen können, und zwar im tropischen Klima. Aber wenn ihr das könnt, werdet ihr damit belohnt. So, dieser Strand sieht aus, wie der Name klingt. Freedom Beach, Freiheitsstrand. Und es ist ja ein wahnsinnig tolles Gefühl. Freiheit sowieso was sehr, sehr Schönes. Aber hier jedenfalls ist absolut unglaublich. Ein wunderschöner Strand. Es gibt 2 Leute da vorne und dann hat gerade jemand den Strand betreten. Aber man kann durchaus sagen, dass er noch nicht überfüllt ist. Schau mal, dieser Wahnsinnsstrand. Wunderschön. Und das ist, was man einen perfekten Sandstrand bezeichnet. Dann hat das Wasser die Farbe, die man als perfekt, finde ich, bezeichnet für einen Strand. Und das Hinterland dazu auch hat Kokospalmen, den perfekten Hintergrund für perfekte Strandfotos. Und auf der anderen Seite gibt es hier diese schönen Felsen und auch Dschungel. Und das Einzige, was man hier hört, ist das Wellenrauschen und Zikaden. Und sonst nichts, keine Musik, kein lautes Geschrei. Ich hoffe, es ist das gleiche in der Hochsaison, aber jetzt ist es mir gerade egal. Es ist einfach wunderschön. Die beste Musik ist die aus der Natur. Welcher dieser 4 Strände um Patong herum hat euch denn am besten gefallen? Oder habt ihr schon einen Favoriten aus dem ersten Teil? Lasst es mich doch in den Kommentaren wissen. Von Patong in der Mitte Phukets geht es nun weiter zu den vielen bekannten und weniger bekannten Stränden der Nordhälfte der Insel. Wir machen aber auch ein paar Abstecher ins Hinterland. Ich schmeiß mich für euch allein mitten im Dschungel unter einen Wasserfall und wir schauen in ein paar ziemlich lohnende Lokale, wobei tolles Essen ja nicht immer teuer sein muss. Auf jeden Fall gibt es noch viel zu sehen und jede Menge Sanook. Pure Freude.
Hallo liebe Freunde, heute starten wir zu den nördlichen Stränden und das weniger sonnig als in den ersten 2 Teilen am Kamala Beach. Recht passend zu dem, was hier geschah und mit als Ursprung der Corona-Welle im April 2021 gilt. Am stürmischen Surin und Bang Tao Beach entlang geht es weiter die Küste rauf. Wir lugen kurz zum exklusivsten Hotel der Insel und bei Sonne geht es zu den großen Nordstränden Phukets, die momentan alle wunderschön sind wie vor dem Beginn des großen Tourismus. Auf der Tour machen wir auch ein paar Abstecher für einen abgefahrenen Chili-Drink am Lotusteich, für ein tolles 4-Personen-Menü zu 12 € und für Käsekuchen. Und ich hau mich allein im Dschungel unter einen Wasserfall. Jetzt kommt aber mit, ich hab Lust auf Strand. Hier bin ich am berühmten Café del Mar Beach Club in Kamala Beach. Oder vielleicht soll ich sagen, berühmt berüchtigt. Nicht wegen der fantastischen Partys, die man hier erleben konnte, sondern weil hier wohl die 3. Corona-Welle losgebrochen ist. Und Anfang April hatte hier jemand eben die tolle Idee, eine Massenparty zu veranstalten. Ein richtig großes Massenevent, zu dem natürlich auch einige Leute kamen, die bereits Corona-positiv waren und es dann von hier aus schön weiter verteilt haben auf andere Menschen, die dann wiederum in ihre Teile der Insel und andere Provinzen weitergereist sind. Zeitgleich war etwas Ähnliches der Fall übrigens in einer Party in Bangkok. Ja, so viel zu den großartigen Events, die man hier erleben konnte, besonders Anfang April. Und dann noch eine andere Sache, was hier interessant ist, der Nachbar dieses Beach Clubs ist so das größte Gegenteil, was man sich dazu vorstellen kann, nämlich der muslimische Friedhof der Stadt oder des Ortes. Also mehr Gegenteil geht ja wohl kaum. Ansonsten ist es einfach ein sehr, sehr schöner Strand. Und beim letzten Mal, wo ich hier gefilmt habe, vor 2 Jahren, gab es einen wunderschönen Sonnenuntergang über einem sehr ruhigen Wasser und viele Urlaubsgäste am Strand. Heute ist es anders. Hier sind tatsächlich einige Leute gerade am Strand, die hier spazieren gehen. Hier sehe ich einen hier sogar mit Hund. Und dann hat hier noch so eine kleine selbstgemachte Surfschule aufgemacht, die auch so ein paar Surfer im Wasser gerade hat. So, das ist schön zu sehen. Ansonsten ist es natürlich sehr ruhig im Moment, ist ganz klar, während der Corona-Zeit. Aber bei so einem Wetter ist ein Spaziergang immer was ganz Tolles, finde ich. Vor allem ist es ja auch nicht kalt. An der Nordsee ist es wieder eine andere Geschichte. Aber die Nordsee ist zum Glück ja echt weit weg. Auf dem Weg zum nächsten großen Strand machen wir Stopp am Lam Sing Beach, was schön wäre zum Baden, denn es war lange Zeit ein Geheimtipp, dann relativ überlaufen und wäre jetzt wieder ein Traumstrand. Allerdings ist der Zugang dahin seit einiger Zeit verschlossen. Nur 2 Autominuten von Kamala Beach befindet sich dieser absolute Traumstrand hier, Lam Sing Beach. Und jahrelang war das so ein Ort, wo wir eigentlich immer hergefahren sind mit der Familie, wo wenige Leute herkamen. Und dann wurde es natürlich immer beliebt, dann war ein kleines Restaurant am Schluss dann unten da. Und jetzt ist wieder nichts da, denn es ist zugeschlossen, man kann momentan den Strand nicht betreten. Am Surin Beach gibt es ein Schild, dass man mit dem Boot hinfahren kann, aber die 2 Gehwege dahin, wie gesagt, sind leider geschlossen. Im Moment ist der Strand allgemein, glaube ich, zu, man kann überhaupt nicht hin, es gibt hier niemanden, es gibt hier keinen Menschen und es gibt auch keine Reste des früheren Restaurants zu sehen, ist alles weg. Also geht's direkt weiter zum Surin Beach, der irgendwann zum Partystrand avancierte, bis alle Etablissements von der Militärregierung abgerissen wurden, um den Strand wieder zur Ursprünglichkeit zurückzuführen. Wie auch 2019 ist heute das Wetter nicht so toll an dem Tag, wo ich vom Surin Beach berichte. Aber ich finde es trotzdem sehr interessant, denn ich finde diesen Strand gerade bei so einem Wetter ziemlich aufregend. Jetzt muss ich mal eben die Schuhe ausziehen, weil es geht hier durch einen kleinen Bach. So. Auf jeden Fall, wie ich es aber gezeigt habe. Und bei schönem Wetter, also bei ruhiger See, ist das Wasser hier besonders schön tiefblau, tiefgrün. An beiden Ecken, an beiden Seiten des Strandes kann man wunderbar schnorcheln. Und auch jetzt gibt es weniger Menschen natürlich und deswegen mehr Tiere im Wasser. Also es gibt was zu sehen. An guten Tagen gibt es hier natürlich auch mehr Leute. Ich habe letztes Mal so 10 bis 15 Leute hier gesehen. Und ich werde auch versuchen, noch mal ein Foto hier zu machen von einem Tag, wo es gutes Wetter hat, wenn ich das schaffe. Falls nicht, habt ihr zumindest diesen Anblick hier. Hier auf der Strandstraße gibt es doch einige Verkäufer, die Essen verkaufen und Getränke. Ich weiß noch nicht an wen, denn es gibt es hier gerade
2 Personen am Strand und das scheint mir kein gutes Geschäft zu sein. Auf jeden Fall, Surin Beach, ein sehr schöner Strand, sehr besonders, nicht groß und relativ gerade in der Form, aber einfach sehr schön und bei schlechtem Wetter echt aufregend. Noch ein bisschen aufregender, weil für die meisten Augen verschlossen, würde es hier weitergehen. Mit der Drohne um die Ecke gelugt eröffnet sich der sonst unbekannte Surin Pansy Beach, der allerdings ein echter Privatstrand für das The Surin und das Amanpuri Hotel ist. Hier endet leider mein Budget für dieses Video, mehr dazu in einer Minute. Jetzt fliegen wir direkt weiter zum nächsten öffentlichen Strand, den endlos langen Bang Tao Beach. Der Strand beginnt mit dem touristischen Dorf Bang Tao und wird dann zum großen Teil von den Laguna Hotels belegt, eine Ansammlung von 5-Sterne-Häusern verschiedener Ketten, die sich aber interessanterweise teilweise die Logistik teilen. Bang Tao Beach ist ein wunderschöner, endlos langer Strand in der nördlichen Mitte von Phukets Westküste und er ist nicht nur sehr, sehr lang, er fällt auch relativ flach ins Wasser ab. Das heißt, er ist relativ unbedenklich auch für Familien mit Kindern, die hier schön am Strand spielen können und man kann auch, wenn man nicht so geübt ist, hier baden gehen. Das Gegenteil wäre der Fall ganz im Norden der Insel am Mai Khao Beach, der auch sehr, sehr lang ist und sehr schön, aber etwas zu wild mit einem Strand, der sehr schnell ganz tief ins Wasser abfällt und sehr starken Strömungen, sodass selbst geübte Schwimmer gelegentlich oder auch regelmäßig da ertrinken. Aber wir sind ja am Bang Tao Beach, alles gut. Der Süden des Strandes wird abgegrenzt von diesem Kap, ein ziemlich schönes Kap, würde ich sagen. Allerdings nur für wenige Leute besuchbar, denn man muss Gast sein in diesem Hotel da vorne. Und das ist das exklusivste Hotel der Insel, das Amanpuri Hotel. Und man braucht schon einen Drink oder 2, wenn man da auf die Preisliste schaut, auch wenn man noch zu Hause sitzt. Denn die Preise sind jetzt nicht direkt niedrig. Hier nochmal ein Blick aufs Kap von Surin Beach aus und die Preise im exklusivsten Hotel Phuket sind doch sehenswert. Das sind also die Preise pro Nacht bei je einer Woche mit Halbpension, jetzt im Sommer in Grün und dann im Winter in Gelb und in Blau noch der Preis pro Einzelnacht nur mit Frühstück. Übrigens, zu Weihnachten gibt es nur noch Villen, aber dann nur mit Frühstück und einer Woche Mindestaufenthalt. Und die größte Villa mit sagenhaft knapp 7000 Quadratmetern für maximal 19 Personen kommt dann auf 150.500 US-Dollar für die Woche. Übrigens zuzüglich Steuern und Gebühren von nochmal 30.000 US-Dollar. Der Weihnachtswochenpreis wird also festlich. Aber gut, für manche ist es auch egal. Auch nicht sehr hoch. Auf jeden Fall, das ist dieses sehr schöne Kap da unten vom Amanpuri Hotel. Und im Norden endet der Strand mit einem anderen Namen, nämlich Layan Beach. Und da gehen wir gleich hin. Beim letzten Mal habe ich von Bang Tao berichtet, von den Laguna Hotels aus, die den ganzen zentralen Bereich des Strandes ausmachen. Und hier bin ich in einem Bereich, wo es sonst sehr viele Leute gibt. Hier ist eher so ein offener Bereich. Im Hinterland ist hier ein muslimischer Friedhof. Deswegen gibt es hier keine Hotels, aber es gibt hier Strandbewirtungen und Strandliegen en masse, aber im Moment eben niemanden. Das heißt, hier ist es jetzt genauso menschenleer, wie wenn man weiter oben ist bei den Laguna Hotels, wo sowieso auch in Betriebszeiten relativ wenig los ist. Bis zum Abend wird die Sonne wieder scheinen, deswegen geht es jetzt erstmal weg vom Strand zu einem ziemlich coolen Lokal mit Lotusteich, das Madhu Bua, ein Café-Restaurant, das auch ein Hotel mit traditionellen Stelzenhäusern hat, das aber in den letzten Monaten geschlossen war. Hier gibt es einen ganz speziellen Drink, einen Tom Yum Cocktail mit richtig Chili drin. Ja, und wenn man mal Lust hat, was Schönes hier zu trinken, auf ruhige Art, in einem schönen Ambiente, dann bietet sich auch in der schwierigen Pandemiezeit dieser wunderschöne Ort an, das Café Madhu Bua. Das heißt auf Thai, also auf Deutsch heißt es dann, kommt und schaut die Blumen an. Und das kann man hier auf diesem herrlichen Lotusteich. Ein paar Blumen sieht man jetzt auch. Ansonsten sind auch diese Häuser wunderschön, die zum Hotel hier gehören. Also ein wirklich wunderschöner Ort, um ein paar schöne Momente zu erleben mit Tee, Kaffee, einem schönen kalten Drink oder natürlich auch was zum Essen. Und das ist echt mal ein abgefahrener Drink. Tom Yum Cocktail mit Galgant, Zitronengras und vor allem Chili. Alkoholfrei, aber alles andere als langweilig.
schon ein bisschen aufgeregt, ehrlich gesagt. Wow, wirklich toll. Schmeckt wirklich ein bisschen nach Tom Yum. Aber wirklich gut und sieht natürlich irre aus. Die Sonne ist für den Abend herausgekommen. Dann geht es also jetzt noch zum schönen Nordende von Vang Tao, genannt Lai Yan Beach. Also sowas, da will man hier so ein Katastrophenvideo machen über die leeren Strände von Phuket in der Corona-Krise und dann kommt einem einfach die Realität in die Quere. Das ist Lai Yan Beach am Abend. Und es ist weit entfernt von leer, sondern hier sind viele Einheimische, die die Abendstunden hier verbringen am Strand und nett hier spazieren gehen, und ich kann das total nachvollziehen. Aber ich bin ein bisschen überrascht, denn es ist deutlich voller, als ich es kenne, wenn ich zur Tageszeit außerhalb der Corona-Krise hier war und auch sonst natürlich auch in der Corona-Krise jetzt hier war, da war es ja dann leer. Und jetzt am Abend ist es deutlich voller und eigentlich sehr belebt, aber angenehm belebt. Kinder spielen im Wasser, alles ist sehr gemütlich und ruhig, eine sehr, sehr schöne Atmosphäre. Dann würde ich jetzt sagen, ich gehe noch selber ein paar Meter, vielleicht gehe ich so mal ins Wasser auch. Da war ich jetzt eigentlich nur einmal innerhalb von 3 Wochen, trotz Beach Report. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Und plötzlich sehen wir hier Autos und Motorräder ohne Ende. Und das hier ist nicht etwa ein Markt für gratis Essen, sondern nee, das ist eigentlich ein Strand, der als einsam und romantisch gilt, Banana Beach. Und anscheinend will jeder Tourist, der auf dieser Insel noch zu finden ist, gleichzeitig auf diesen einsamen, romantischen Strand. Und zu dem Strand muss man erstmal hinkommen. Immerhin gibt es da ein Seil zur Hilfe. Aber ich bin schon überrascht. Denn hier sind mehr Leute als in ganz Patong, als in ganz Karon, als in ganz Kata Beach, als in ganz Nayang Beach. Das sind alle Strände von weit über 1 Kilometer Länge. Und hier, also es sind natürlich nicht viele, ja, also für normale Zeiten wäre das jetzt hier ein immer noch angenehmer Strand. Aber verglichen mit dem Rest der Insel ist es natürlich ziemlich lächerlich. Man kann riesige Strände ganz für sich alleine haben. Und jetzt sind halt hier etwa 50 Leute auf 200 Metern. Auch wenn die Palmen natürlich schön sind. Viel ruhiger sieht es dann hier schon wieder aus, ein paar Minuten weiter nördlich am wunderschönen und einsamen Nai Ton Beach. Nai Ton Beach ist ein Strand von etwa 1 Kilometer Länge und hier hat sich ein bisschen weniger getan im Vergleich zu vor 2 Jahren, denn auch vor 2 Jahren sah hier die Uferstraße gespenstisch leer aus, als hätte man alle dort umgebracht oder weggebracht oder was auch immer oder alles aufgekauft. Ich hoffe, letzteres ist der Fall. Der Strand ist damals relativ leer gewesen und heute auch sehr leer. Aber heute sicher noch regelmäßig leerer. Hier kommt eine Person angejoggt, die ich aber nicht kenne. Und ansonsten ist es ein wirklich sehr schöner Strand. Er ist relativ gerade. Am oberen Ende ist das Pullman Arcadia Hotel. Und dann gibt es noch ein hübsches Hotel an der Uferstraße. Und an dem anderen Ende des Strandes sieht man auch hier sehr, sehr schöne Häuser da oben. Also hier kann man durchaus Urlaub machen. Hier gibt es allerdings wirklich nicht sehr viele Möglichkeiten, um einfach so mal was zu essen. Denn also die ganzen Lokale, alle Geschäfte sind geschlossen. Und das war es vor 2 Jahren auch schon so. Also das hängt nicht mit der Krise zusammen. In jedem Fall ein schöner Strand zum Auschecken. Das Hinterland ist hier übrigens zwar flach, aber es gibt hier zwischen Nayang Beach und Talang im Inland doch einiges zu entdecken, wie etwa hier diesen friedlichen Schrein, der den Heldinnen der Talang-Schlacht gewidmet ist, samt einem schönen sitzenden Buddha unter Bäumen. Gleich in der Nähe befindet sich auch ein ziemlich unbekanntes, beeindruckend großes Denkmal, das ebenfalls an die Talang-Schlacht erinnert. Man ist hier echt mitten in der Pampa, aber die Umgebung ist doch ganz nett mit den kleinen Seen, die durch Tagebau entstanden sind, und an Wochenenden gibt es hier auch ziemlich viele Angler. Aber ich habe jetzt Hunger. Dafür gibt es hier um die Ecke einen ziemlich tollen Ort. Ein sehr einfaches Lokal, das nicht mal auf Google zu finden ist, das aber fantastisch gute Küche hat, zu sensationell günstigen Preisen. So, und natürlich dann, wenn ich nicht die richtige Kamera dabei habe ich hier ein ganz, ganz tolles Essen. Das muss ich euch zeigen. Das Restaurant ist nicht einmal auf Google zu finden, nur die Position, sonst nichts.
Es ist aber ein tolles Lokal und ich muss es auf jeden Fall euch zeigen. Es ist in der Nähe von Talang. Das Lokal hat keinen englischen Namen, aber es heißt Ran Tung Talang Chanasse. Das heißt Lokal beim Siegesfeld von Talang. Fast jeder fährt hier an dem kleinen Lokal vorbei und hat keine Ahnung, was für tolles Essen hier serviert wird. Es gibt so viele Spezialitäten hier, die vom üblichen Touristenangebot abweichen. Viele verschiedene Sorten von Geng und Yam, roh marinierte Garnelen und tausendjährige Eier. Das teuerste Einzelgericht der Karte kostet 80 Baht, das sind etwa 2,20 Euro. Nur eine Spezialität war 200 Baht, also etwa 5 Euro. Wir haben hier zu viert 420 Baht bezahlt, also etwa 12 Euro für 7 verschiedene Gerichte mit Getränken und ein kulinarisches Erlebnis. Ran Tung Talang Chanasse. Weiter geht es zu einem riesigen, weiten Strand mit flachem Wasser, wunderschön und perfekt für Familien. Der über 2 Kilometer lange Nayang Beach schließt direkt im Süden des Flughafens an den Flughafen an und ist auch zu gewöhnlichen Zeiten bereits ein relativ leerer Strand. Es gibt hier 3 große Hotels im Hinterland, das Dewa Hotel, das Esprit de Nayang und das Marriott Hotel, das aber einen eigenen Straßenzugang hat, und dann ein paar kleinere, teilweise nicht so tolle Hotels, teilweise ganz charmante, aber vor allem gibt es hier so kleine Restaurants, wo man mit den Füßen im Sand sitzen kann und essen kann. Das ist eigentlich recht hübsch. Jetzt natürlich fast komplett leer. Ich sehe hier ein Ehepaar und dann noch eine Familie und alle anderen Lokale sind leer, obwohl sie geöffnet haben. Ja, so ist es halt leider hier. Auf eine gewisse Art ist dieser Strand sehr schön unspektakulär, denn es gibt hier nicht diese majestätischen Palmen wie anderorts, aber es gibt diesen wunderschönen, riesigen weißen Sandstrand oder fast weiß, und dann gibt es diese Casuarina-Bäume mit den filigranen Ästen. Die sind sehr typisch für diesen Strand. Ach ja, und dann auch noch hier hinter mir schließt auch der Serinat Nationalpark an. Der ist nicht sehr groß, aber immerhin ein kleiner Nationalpark für die Vegetation hier und ja, kann man besuchen, ist nicht wahnsinnig aufregend, aber nett und sehr klein. Auf jeden Fall jetzt in Corona-Zeiten natürlich ganz leer und dieser Strand ist auf jeden Fall auch einen Besuch wert, auch von weiter weg. Jetzt muss ich aber noch was anschauen, was ich noch nicht kenne. Am Südende des Strandes liegt das Marriott Hotel Nayang mit viel Wasser vor dem Hotel, aber auch im Hotel. Man könnte eigentlich von Zimmer zu Zimmer hier schwimmen. Mich interessiert aber hier der Strand. Ich bin ja ein großer Freund von spontanen, ungeplanten, mal sehen, was passiert, Abstechern. Und so war das auch jetzt wieder eine gute Entscheidung. Ich bin jetzt hier ans andere Ende von Nayang Beach gefahren, weil ich das mal sehen wollte und auch mal das Marriott Hotel hier sehen wollte, denn das kenne ich noch nicht. Und es sieht echt sehr schön aus. Aber vor allem spektakulär ist der Blick hier über den ganzen Nayang-Strand. Man sieht nicht nur hier diese riesen Beach, sondern auch weiter über den Flughafen hinaus und über Mai Khao Beach bis darüber zu den Bergen. Und das ist Phang Nga, die Provinz Phang Nga im Norden von Phuket. Also echt schön. Jetzt sieht dieser Strand sehr, sehr friedlich aus. Das Meer ist unglaublich flach und friedlich. Allerdings soll man sich davon nicht täuschen lassen, denn in der Regel oder sehr oft ist es hier wirklich stürmisch. Die Brandung ist sehr, sehr stark und es geht sofort ganz tief ins Meer hinein. Und deswegen gilt es hier auch als ein wirklich gefährlicher Strand, wo auch zahlreiche Menschen schon ertrunken sind. Ich bin hier gerade im Morgenmantel, denn ich wohne hier gerade eine Nacht im JW Marriott Hotel und dazu gibt es ja auch einen extra Bericht. Falls ihr das jetzt seht, vielleicht ist hier der Bericht auch schon draußen oder er kommt bald. Auf jeden Fall, das ist dieser Strand, Mai Khao Beach, ganz am Nordende von Phuket. Danach kommt dann nur noch das Festland. Und es ist ein absolut schöner Strand zum Spazieren. Ihr seht auch, hier sieht man sehr gut die Tide. Links sieht man hier den Rand von der Flut. Und jetzt sind wir jetzt gerade fast am Tiefpunkt der Ebbe, was ja doch
ein großer Höhenunterschied ist. Also locker 1 Meter, mehr als 1 Meter Höhenunterschied. Im täglichen Nachmittagsregen machen wir jetzt noch einen super Abstecher vom Strand zum Wasserfall. Aber auf dem Weg wurde ich noch hart überrascht, und zwar mitten auf dem Land. Es gibt Kuchen. Und was für einen! Ich bin gerade auf dem Weg zum Bang Bay Wasserfall und war eigentlich nur auf der Suche nach einem Ort, ein bisschen mit Aircondition und vielleicht auch mit einer hübschen Toilette. Und was ich gefunden habe, ist eine Oase im Nirgendwo. Ein wunderschönes Café namens Delight bei Cake My Day. Also schon mal ein hübscher Name. Und schaut mal, wie schön es ist. Es ist wirklich total in der Pampa gelegen, aber so ein schönes Café, hell und wunderschön eingerichtet, mit einer sagenhaft schönen Kuchenvitrine, wie sie auch so eigentlich in der Stadt nicht so immer zu finden ist. Also ganz toll. Und jetzt schaut noch mal, was ich hier gekriegt habe. Das ist ein geeister Cappuccino und hier ein Japanese Cheesecake, also japanischer Käsekuchen. Also eine ganz luftige, lockere Version vom regulären Käsekuchen. Auf jeden Fall kommt ihr mal zum Wasserfall Bang Bay oder ihr müsst zur Insel hier übersetzen vom Aopo Pier, zum Beispiel nach Naka Island Resort. Dann macht hier einen Stopp. Es lohnt sich wirklich sehr. Eine absolute Entdeckung. Es schmeckt wirklich himmlisch. Jetzt geht's aber endlich zum Wasserfall bei Regen. Wunderbar. Viele nicht so tolle Sachen haben auch eine gute Seite. Und so ist zum Beispiel bei der Regenzeit zwar nicht so toll, dass das Meer höhere Wellen hat und das Wasser nicht mehr so klar ist und natürlich mehr Regen ist, denn es ist ja Regenzeit. Dafür ist aber die gute Seite, dass die Wasserfälle mehr Wasser haben. Und hier gibt es zwar nicht so spektakuläre Wasserfälle wie in der Nebenregion Phang-Nga, in der Nebenprovinz, aber es gibt ja immerhin diesen kleinen netten Bang Bay Wasserfall und dann schauen wir mal, wie er jetzt aussieht mit so viel Regen. Also der Weg herauf hat sich echt gelohnt. Es gibt viel Wasser und der Wasserfall ist richtig schön voll. Wirklich schön jetzt gerade und das Tolle, ich bin hier ganz alleine gerade. Das sind die Vorteile der Corona-Zeit. Man kann diese speziellen Plätze ganz allein erleben. Man fühlt sich wie Tarzan und Jane oder Tarzan und Tarzan oder Jane und Jane oder Tarzan oder Jane. Auf jeden Fall fühlt man sich richtig toll. Also Leute, ich fühle mich gerade so fantastisch, das ist der Wahnsinn. Ich bin hier mitten im Dschungel, komplett allein, unter einem Wasserfall auf einer tropischen Insel. Ich musste nicht dafür tausende Euro ausgeben für eine Luxusreise. Nee, ich bekomme diesen wirklichen Luxus komplett einfach so. Und es ist einfach fantastisch. Ich liebe Regenzeit. Und da sind wir wieder am Meer. Phuket ist so viel mehr als nur Patong Beach. So viele Strände warten auf euch, vom kleinen abgelegenen Strand bis hin zur voll erschlossenen Top-Destination mit Weltklasse-Hotels. Auch im Hinterland gibt es unglaublich viel zu entdecken und kulinarisch ist Phuket sowieso ein Erlebnis. Während wir nochmal alle 22 Strände dieses Reports an uns vorbeiziehen lassen, hier ein paar Worte zur Entwicklung auf Phuket durch die Krise der letzten Zeit. Die Corona-Krise hat nicht nur das Reisen nach Thailand zeitweise erschwert, sondern vor allem auch das Land in eine schwere wirtschaftliche Krise geworfen und viele Existenzen in den Ruin getrieben. Es wird sich natürlich wieder erholen, auch wenn es noch einige Zeit dauern dürfte.
Die Natur allerdings hat unglaublich vom Ausbleiben des Massentourismus profitiert. In nur wenigen Monaten konnte man wieder Tiere beobachten, die vorher verschwunden schienen. Die Zahl der Fische vor den Küsten hat wieder zugenommen. Einige Korallen haben sich schneller erholt, als man sich das nur vorstellen konnte. Fischreiher suchen direkt am Strand von Patong nach kleinen Fischen. Durch das Ausbleiben lauter Jetskis und Motorboote wurden seltene Meeresbewohner wie Meeresschildkröten und selbst die sehr scheuen Seekühe wieder vor den Küsten Phukets gesichtet. Und auch allgemein ist es erholsam, die Strände momentan ohne Lärm zu erleben. Auch wenn es aktuell nicht so extrem einfach ist wie vor der Corona-Krise, so ist ein Urlaub jetzt mit etwas mehr Aufwand doch wieder möglich. Man sollte nur auch kurz vor der Abreise nochmals genau Updates abklären, sodass man alle erforderlichen Papiere dabei hat und die aktuellen Voraussetzungen auch wirklich erfüllt. Am besten sollte man dazu die offiziellen Stellen kontaktieren und sich möglichst nicht auf Sekundärquellen wie Facebook verlassen. Man sollte sich nur darauf einrichten, dass Reisen zukünftig nicht nur in Thailand, sondern allgemein weltweit etwas mehr Aufwand bedeuten werden, was ein schönes Reiseerlebnis aber nicht verhindern muss. Wart ihr denn in der letzten Zeit auf Phuket oder allgemein in Thailand? Kennt ihr die Insel aus der Zeit vor der Krise oder wollt ihr endlich auch einmal dahin reisen? Ich freue mich sehr, all das von euch in den Kommentaren zu lesen und bei Fragen antworte ich natürlich garantiert. Ich kann von meiner Erfahrung jetzt nur sagen, ich bin noch mit voller Hotelquarantäne in Bangkok eingereist, habe ziemlich viel Geld dafür bezahlt und durfte das Zimmer damals 14 Tage nicht verlassen, sozusagen Gefängnis mit Aussicht, auch wenn ich eine tolle Zeit mir selber da gemacht habe, aber es war eine der besten Entscheidungen meines Reiselebens, denn danach bin ich mit Erlebnissen beschenkt worden, die heutzutage nicht mehr möglich sind und die man auch mit ganz viel Geld nicht bezahlen kann. Es war nämlich eine Zeitreise zurück, als Thailand ein exotisches Land weit weg war, mit selfiefreien, stillen Tempeln in Bangkok und einsamen Stränden auf Phuket und mit den wunderbaren Menschen wie immer. Gleichzeitig tut man den Menschen mit der Urlaubsentscheidung genau jetzt in der schweren Zeit wirklich einen großen Verdienst. So viele Existenzen wurden durch das Fernbleiben des Tourismus komplett zerstört, allerdings ohne unsere Sozialsysteme im Rücken. Deshalb, wenn man es zeitlich machen kann und wenn Partyleben egal ist, dann empfehle ich jetzt die Koffer zu packen und schneller hierher zu fliegen, als man denken kann, bevor wieder alles einfach wird und die Massen ins Land strömen. So wie jetzt wird man Thailand nie mehr sehen können, das ist dann vorbei. Aber natürlich wird Phuket und das ganze Land eine Top-Destination bleiben, eines der besten und abwechslungsreichsten Reiseziele weltweit. Nach diesem Beach Report erwarten euch weitere Reiseberichte und Hotelreports aus Thailand und natürlich auch aus vielen anderen Reisezielen weltweit. Vor allem aber kommen nun auch wieder aufregende Flugreports an Bord zahlreicher Airlines in Economy, Business Class und auch First Class und auch so manche Reisetipp-Videos. Es bleibt also spannend. Bleibt gesund, bleibt dabei und abonniert den Kanal. Danke fürs Schauen und bis ganz bald hier auf Travel, Sing, Fly.